Moin ihr Lieben, heute zeigen wir euch eine der beliebtesten Washing Machines, und zwar den Ninja Star. Genau, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, eine Washing Machine ist eine Sequenz von Figuren und Übergängen, die so aneinandergereiht wird und am Ende immer da anfängt, wo sie auch wieder aufhört. Man kann sie also endlos wiederholen. Yes, und für den Ninja Star braucht ihr zwei Voraussetzungen. Und zwar einmal die Straddle Bed und den Reverse Bird. Als kleine Vorübung machen wir einmal einen Halbmond. Wir kommen dazu in eine Vorbeuge. Es ist okay, wenn eure Beine gebeugt sind. Ihr habt die Fingerspitzen am Boden. Jetzt streckt ihr euer Bein parallel zum Boden aus und wollt dann einmal nur die Hüfte nach oben hin öffnen. Wir schließen noch einmal wieder und öffnen wieder nach oben. Ihr werdet merken, dass die Bewegung hier stattfindet. Also hier ist der Bereich, wo ihr kippt, wo ihr schließt und wieder öffnet. Das ist super wichtig. Wir kommen einmal wieder hoch. Anstrengend. Das ist super wichtig, dass ihr später, wenn ihr die Wechsel habt in den Side Stars, dass ihr da eure Hüfte ansteuern könnt und wirklich nur die eine Hüftseite nach oben ziehen könnt. Der Ninja Star startet ja in der Straddle Bed. Wir zeigen euch jetzt einmal kurz, wie ihr am einfachsten über das Cartwheel da reinkommen könnt. Am Ende könnt ihr in die Straddle Bed reingehen, wie ihr möchtet. Wir erklären euch das einmal im Detail. Ich starte neben Yannicks Hüfte mit meinen Füßen und drehe meinen rechten Fuß, also der näher an der Base ist, drehe ich so um 45 Grad ein Richtung Base. Damit Sarah den Eingang auf mir machen kann, biete ich ihr meinen Fuß an, und zwar mit der Fußinnenseite unter ihrer Hüfte, und strecke meine Arme aus und warte darauf, dass Sarah meine Hände greift. Genau. Ich kann hier erstmal die erste Hand greifen, weil sonst müsste ich mich schon zu weit rüber beugen. Ich starte also am besten erstmal hier. Ich kann auch als Flieger, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht sitzt der Fuß ein bisschen zu hoch und ich stoße hier einfach mit meiner Hüfte gegen, kann ich auch meine Base bitten, den Fuß ein bisschen tiefer zu setzen. Oder ich nehme mir einfach den Fuß und setze ihn ein Stück tiefer. Wie sonst auch. Genau. Wir verbinden die Wenn rechte. unsere erste Hand sich verbindet, möchte ich mein Bein beugen. Wichtig ist, dass mein Knie innerhalb meiner Ellenbogen ist und nicht außerhalb. Weil hier würde das Knie eher nach außen wegfallen und es ist schwieriger zu balancieren. Genau. Von hier haben wir entweder ein kleines Tempo, wir gehen ein bisschen zusammen raus, dass wir wissen, es geht los. Und wenn wir reingehen, beuge ich mein Bein und drücke im gleichen Moment nach oben. Heißt, es ist eine fließende Bewegung. Meine Arme sind gestreckt. Und wenn Sarah hier oben ist, möchte ich das meiste Gewicht eher mit der Fußinnenseite aufnehmen. Und so, das ist diese wundervolle Seite, das ist die weiche Seite. Wenn es mit der Außenseite wird, hat Sarah Schmerzen, und das wollen wir nicht. Genau. Als Flieger noch wichtig, ich möchte meinen Ellenbogen zu meinem Bauchnabel bringen. Also die Seite, die verbunden ist, beugt zum Bauchnabel hin. Ich bekomme das Tempo von Yannick und jetzt möchte ich mit der Schulter auf Yannicks Bauch zielen. Ich lehne mich runter, ihr seht, mein linkes Bein hebt ab, dadurch habe ich quasi keine Chance, außer zu kippen. Und Yannick und ich müssen so ein bisschen unser Timing hier finden. Wann ist der Moment, das Bein zu strecken? Wenn ihr zum Beispiel zu spät streckt, dann werdet ihr das ganze Gewicht auf dem gebeugten Bein haben und es wird super schwierig, dann das Bein zu strecken, weil einfach wahnsinnig viel Gewicht ist. Raus. Genau, also das perfekte Timing finden zwischen ein bisschen das Bein anbeugen und dann auch schnell wieder strecken. Und hier können wir kurz stabilisieren. Stabilisieren können wir hier nur, wenn meine Arme gestreckt sind und Sarah eine Plattform bieten. Genau. Jetzt habe ich hier einen super stabilen Ausgangspunkt, um langsam mit meinem Oberkörper abzutauchen. Mein Bein nehme ich über vorne und peike jetzt, damit Yannick rankommt. Genau, du darfst noch einmal wieder hochgehen. Und zwar ab dem Moment, wo Sarah anfängt abzutauchen, versuche ich meinen Fuß schon nach oben zu bringen und Richtung Hüfte zu zielen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass ich meinen Fuß so ein bisschen nach innen drehe. Also quasi nicht nach außen, sondern nach innen. Sarah kommt. Einmal ab. Genau, beim Abtauchen braucht ihr wahnsinnig viel Druck in den Händen. Deswegen schaut, dass ihr hier einen guten Griff am Anfang habt. Wir gehen noch einmal kurz zurück hoch. Ich zeige euch einmal, was passiert, wenn ich mein Bein nicht über vorne, sondern über hinten nehme. Dann hat einfach Yannick keine Plattform, um den Fuß zu setzen. Also versucht immer, das Bein über vorne, oben und dann in einen Pike zu nehmen. Und dann sind wir auch schon in der Straddle Bed angekommen. Ja.
Und wenn die Ninjas dazu kommen, muss erstmal Sarahs Stirn durchblutet werden. Und dann greifen wir unsere Hände. Und ich möchte ein Bein beugen und mit dem anderen Bein ihre Hüfte nach oben strecken. Dann habe ich es super leicht, hier hochzukommen. Genau. Nicht so leicht ist es, wenn ich meine Beine nicht beuge und Sarah versucht sich einfach nur so hoch zu drücken, was sie schafft, ja. Super der Kraftaufwand für mich, ohne die Unterstützung von Yannick. Und komplett ohne meine Unterstützung, heißt, wenn ich meine Arme beuge, hat Sarah quasi gar keine Chance mehr hochzukommen. Genau, weil dann komme ich wirklich nicht hoch. Also wichtig ist, lasst eure Arme als Base die ganze Zeit gestreckt. Genau, Bein beugen. Yes. Und zwar, also, um jetzt richtig reinzukommen, beuge ich eine Seite, strecke die andere Seite und habe meine Arme komplett gestreckt. Genau, für mich als Flieger, ich warte darauf, dass das Bein gebeugt wird und so ein bisschen wird euch hier die Übung von dem Halbmond abgenommen, dieses Hüfte hochkippen. Wenn Yannick jetzt sein Bein beugt, wird automatisch meine Hüfte durch sein anderes Bein hier nach oben gekippt. Was ich dann nur noch mache, ist meiner linken Schulter zu folgen, um hochzukommen. Also ich will hier in diese Richtung mich nach oben drücken und ganz viel Gewicht in die linke Hand geben, um hier hochzukommen. Ihr seht, auf der Hand ist eigentlich kaum Gewicht. Wichtig ist diese Verbindung, diese Diagonale zu haben. Genau. Und zwar der nächste Schritt ist, dass wir diese Hand jetzt wirklich loslassen und hinter meinem Bein erneut die Verbindung suchen. Sarah kommt da jetzt noch nicht so ganz hin, heißt, dass ich meinen Fuß so ein bisschen rotieren muss. Heißt, ich drehe ihn nach innen. Wenn wir hier angekommen sind, haben wir auf beiden Händen wieder Druck. Heißt, ich möchte nicht meine Arme jetzt hier irgendwie hängen lassen und komm Sarah, streng dich mal ein bisschen mehr an, sondern ich gebe ihr hier eine Plattform, in der sie sich selber stützen kann. Genau. Wir können jetzt einmal im Reverse Bird stoppen tatsächlich, um einfach eine kurze Pause zu machen und hier anzukommen. Wir verbinden wieder die Hände, um den nächsten Schritt zu machen. Für den nächsten Schritt wollen wir jetzt auf dem linken Fuß balancieren. Das ist der hier. Und zwar möchte ich dafür meine Ferse nach außen drehen. Genau, jetzt mache ich wieder diesen Kippmoment mit meiner Hüfte. Also ich ziehe jetzt die rechte Hüfte nach oben und lasse mein linkes Bein schwer werden. Genau. Die Hand hinter dem Bein können wir jetzt langsam lösen und vor dem Bein wieder verbinden. Genau. Ich lasse meine Arme gestreckt. Ich habe wieder den Druck diagonal, sprich in dieser Hand und hier in der Hüfte und Yannicks Fuß. Und dann kann ich langsam abtauchen. Ich gebe also wieder Druck auf die Hände und tauche genauso ab wie eben beim Cartwheel am Anfang. Genauso wie beim Cartwheel am Anfang kommt mein Bein mit dem Fuß nach innen rotiert an Sarahs Hüfte, nehme sie hier auf und versuche hier die weiche Seite meines Fußes anzubieten. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr könnt nicht so richtig gut erkennen, wo müssen denn meine Füße sitzen, zeigen wir euch das noch einmal von nah dran. Ganz wichtig ist, dass die Füße wie beim Yoga aufgefächert sind, die Zehen meine ich. Das schaffe ich noch nicht so ganz, weil ich noch nicht so lange Yoga mache. Viel wichtiger ist eigentlich, dass die Fußinnenseite quasi den meisten Druck abbekommt. Heißt, diese Seite. Genau. Wir kommen hoch in einen Side-Star. Jetzt wechseln wir die Hand und wechseln in den anderen Side-Star. Ich nehme die Hüfte hoch. Yannick bleibt nicht mit seinem Fuß hängen. Und wir tauchen hier wieder ab in die Straddle-Bed. Wenn das jetzt in Zeitlupe gut geklappt hat, dann machen wir das einmal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wir kommen in einem gemeinsamen Tempo rein, ich tauche ab. Ich beuge direkt mein Bein und drücke sie wieder nach oben und strecke meine Arme. Wir tauschen die Hand und wechseln direkt in den anderen Side-Star, ohne im Reverse Bird zu stoppen. Mein Fuß ist dafür nach innen gedreht. Wir verbinden wieder die Hand und ich tauche ab. Und ich beuge und strecke wieder. Wir machen eine zweite Runde. Meine Arme bleiben hinten gestreckt. Und Ich hier vorne. tauche ab und wir kommen über ein Cartwheel wieder raus. Wir möchten euch noch einmal das Spotting zeigen. Dafür haben wir Nina heute wieder da. Tada! Ich warte hinter Yannick, bis die beiden starten und erwarte jetzt, dass Ninas Hüfte hier kommt. Ich kann mit den Händen ganz nah an der Hüfte sein und hier unterstützen, falls es in irgendeine Richtung kippen sollte. Genau, dann bin ich da und schiebe sie zurück in ihre Position. Jetzt greife ich mit meiner linken Hand schon mal an Ninas Schulter, weil sie hier ja gleich hochkommen wird. Und mit der rechten Hand rüber an die Hüfte, dass ich hier in jede Richtung alles sozusagen aufhalten kann. Ich greife um unter Ninas Schultern, dass falls sie hier zum Beispiel nicht genug Druck in den Armen haben, sie nicht mit dem Kopf auf den Boden fällt. Greife wieder rüber an die Hüfte
und runter an die Taille und begleite sie nach draußen, falls sie rausgehen möchten. Wir hoffen, dass der Ninja Star jetzt ein bisschen geschmeidiger und flowiger bei euch läuft und euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da. Nächste Woche gibt es von uns ein Video zu einer Balance Transition für Einsteiger. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Yay! Tschüss! Wir dürfen nicht so viel lachen. Du fängst an. Heute zeigen wir euch, wie man sich einen richtig geilen Zopf macht. Spaß. Nee. Okay. Stopp, Jannik. Okay. Vergessen, was ich sagen soll. Das ist von uns ein Video. Okay, nochmal. Entschuldigung. Alles gut. Wir, das ist auch alles gut, hoffen, dass euch der Ninja Star nochmal. Okay. Oh ne, das waren keins der Wörter, die wir aufgeschrieben haben. Fast. Ach ja, und wir freuen uns auf einen Daumen hoch. Aber mach nochmal. Daumen hoch. Okay. Von euch einen schönen... Fuck, vergessen, das hat mich abgelenkt, dass der MacBook hier plötzlich dunkel geworden ist. Ich sag einfach weiter, das war super. Für Einsteiger, oh fuck! Abonniert uns Nächste gerne. Woche gibt es von uns ein Video. Wieso kann ich das nicht merken? Ich bin so hart nochmal von vorne.